Das zeigt, dass ein großer Vertrauensverlust da ist im Hinblick auf die etablierten Parteien. Und das muss ein Weckruf sein. Es ist eigentlich 11:55. Die Leute rufen uns zu, hört auf mit diesen Ankündigungen, mit diesen leeren Versprechungen, mit den Sprüchen auf Plakaten, sondern setzt tatsächlich eine andere Politik um, beispielsweise im Bereich Migration. Und ich habe den Eindruck, dass die nächsten 5 Jahre bis 2029 möglicherweise die letzte Gelegenheit dafür sind, das in Land und Bund tatsächlich umzusetzen. Das ist jedenfalls die Verantwortung, vor der die Menschen, die in der Politik sind, im Land und im Bund, jetzt stehen. Rechtfertigen so Sie auch die Empfehlung Ihres CDU-Parteifreundes Michael Kretschmann, Ministerpräsident der Amtierende von Sachsen, der ja gesagt hat, wählt die SPD, wenn ihr nicht die AfD wollt und nicht die CDU? Naja, das war sicherlich nicht hilfreich. Darüber haben sich auch viele Mitglieder bei uns, die engagiert Wahlkampf gemacht haben, an den Infoständen, die wirklich jeden Tag gekämpft haben, sehr geärgert. Das ist schon klar, aber das werden wir miteinander auch noch mal intern besprechen. Wenn man nun auf die Zahlen auch schaut, wo die Jungwähler ihr Kreuz gemacht haben, dann war das in erster Linie bei der AfD. Und das sollte bei Ihnen ja auch die Alarmglocken schrillen lassen, dass man vor allem ja die jungen Menschen, die ja die Wähler der Zukunft sind, offenbar überhaupt nicht mehr überzeugen kann. Was ist denn Ihr Konzept, das irgendwann mal wieder zu ändern? Ich würde sagen, die etablierten Parteien haben da alle ein erhebliches Defizit, was das Nachvollziehen auch des Medienwandels angeht. Ich habe den Eindruck, dass TikTok hier eine sehr dominante Rolle auch gespielt hat im Wahlkampf, wo wir alle bislang nicht auf der Flughöhe sind. Möglicherweise muss man auch noch mal genau hinterfragen, wie TikTok eigentlich funktioniert. Das ist ja auch relativ unklar, welche Beiträge dort stark ausgespielt werden und welche weniger stark. Da gibt es ja auch einiges an Einflussnahme, was zu hinterfragen ist. Aber da will ich nicht drum herum reden. Wir sind da, was das Nachvollziehen des Medienwandels angeht, sicherlich alle nicht auf der Höhe der Zeit bislang. Herr Redmann, aber was heißt dieses Ergebnis für Sie persönlich? Sie sind der Spitzenkandidat, Sie sind der Landesvorsitzende, Sie sind der Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag. Sie haben nach dem aktuellen Stand 3,7% verloren. Machen Sie weiter? Stehen Sie eventuell auch für eine künftige Koalition mit der SPD als Minister bereit? Oder ziehen Sie die Konsequenzen und sagen, nein, das war's jetzt? Das wäre sicherlich ganz falsch, am heutigen Abend eine solche Ankündigung zu treffen, auch über Koalitionen heute zu spekulieren, bevor ein Ergebnis feststeht, ist nicht richtig. Wir sollten erst mal das Ergebnis im Verlaufe des Abends nachvollziehen. Hier gibt es auch noch einige Unsicherheiten, auch im Hinblick beispielsweise auf die Freien Wähler, die über ein Direktmandat noch einziehen könnten, was die Dinge etwas verändert. Wir werden das ganz genau beobachten. Und das, was uns heute Abend beschäftigt, das ist der Vertrauensverlust und die Frage, wie können wir zukünftig tatsächlich dafür sorgen, dass wieder Vertrauen zurückgewonnen wird bis 2029. Und diese Frage, die stellt sich in allererster Linie. Naja, die Frage der Koalition, das kann ich verstehen, dass Sie das erstmal noch vertagen wollen. Aber Carsten Hedler hat ja genau nach Ihren persönlichen Konsequenzen gefragt. Und Sie haben ja im Vorfeld auch davon gesprochen, dass die Leute, die Politiker leid sind, die einfach immer nur Phrasen dreschen und nette Sätze auf Wahlplakate schreiben. Also machen Sie weiter in dieser Funktion? Sie müssen noch sehen, was in Brandenburg passiert ist. Und das ist nicht das erste Mal passiert, sondern das ist wahrscheinlich bei den 10 Landtagswahlen in Ostdeutschland der jüngeren Vergangenheit passiert, nämlich die extreme Polarisierung zwischen Amtsinhaber und der AfD. Und deshalb ist die Frage nach dem Grund für dieses Ergebnis, das sich so entwickelt hat, was auch nachteilig war für die CDU, aber auch für andere Parteien, die nicht Teil dieser Polarisierung war, erstmal eine viel zu starke AfD und viel zu viele Menschen, die enttäuscht sind, die frustriert sind, dass ihr Begehr nicht gehört wird, dass darüber nur palavert wird, aber nicht gehandelt wird. Und insofern ist die Aufgabe für alle, die hier in diesem Land Verantwortung tragen, ob im Bund oder in den Ländern, darzustellen, wie das sich ändern kann. Und genau darüber werden wir auch in den nächsten Tagen miteinander reden. Herr Redmann, Sie haben es selbst gesagt, es ist ein enttäuschender Abend für Sie. Dennoch danke, dass Sie sich dem Gespräch mit uns gestellt haben. Dankeschön nach Potsdam. Danke Ihnen. Gerne, Dankeschön.